Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, der eine oder andere wird es gemerkt haben, am Wochenende gab es kein Video. Das lag daran, dass ich erstmal Flohmarkt vorbereiten musste, dann Flohmarkt gemacht habe und keine Zeit mehr gefunden habe, weil ich wirklich so K.O. war von diesem ganzen Wochenende, dass ich auch mit so einer kleinen Erkältung, die sich andeutet, aber nicht so richtig ausbricht, wirklich ziemlich K.O. war. Aber dafür gibt es heute ein Haul, weil ich habe einiges angesammelt und werde euch da demnächst auch noch ein paar Sachen im Detail zeigen. Heute gucken wir uns mal an, was ich so in der letzten Zeit bekommen habe. Hier zum Beispiel starten wir mit The Halo Effect. Nach dem Intro legen wir los, weil eine andere Sache will ich euch noch kurz erzählen. Ja, wer noch nicht bei meinem Instagram-Account war, kann es ja vielleicht mal tun und da vorbeischauen, wenn er Lust hat. Heißt auch Vinyl Army wie sonst. Und da habe ich Fotos von der Wacken Holy Night. Nicht viele eingestellt, aber ich habe einen Beitrag gemacht mit den Fotos. Unter anderem habe ich ein Foto mit Evil Jared machen können, wo ich irgendwie ja wie so ein kleiner Fanboy war, weil ich irgendwie die Bloodhound Gang mega cool finde und Evil Jared ist einfach irgendwie eine Ikone, muss man sagen. Der Typ ist so verrückt, dass er schon wieder Kult ist. Ich meine, wer seine Kollegen auf der Bühne anpinkelt, das ist schon ja, großes Kino. Muss man mögen. Aber ja, er ist einfach Kult und ich fand es mega, ihn da zu treffen. Den Saltatio Mortis Sänger habe ich am Pommesstand getroffen und all so eine Sachen. Also es war wirklich mega cool. Ein Kumpel von mir hat Karten gewonnen bei Magenta und hat mich mitgenommen, wo ich sehr glücklich war. Die Bands, die da gespielt haben, waren jetzt nicht wirklich meine Favoriten, aber Fury in the Slaughterhouse waren da und die mag ich mega gerne und die haben ihr erstes Konzert, wollte ich gerade sagen, ihr Konzert da gegeben, was ich jetzt das erste Mal sehen konnte in der Kirche, halt Akustik, und ich fand es einfach mega. Auch wenn sie meinen Lieblingssong Every Generation Got Its Own Disease nicht gespielt haben, war es trotzdem richtig cool, Fury mal zu sehen, weil ich feiere die Mono-Platte sehr. Das ist wirklich ein mega Album und hat mega Spaß gemacht. Überhaupt dieser ganze Abend, die Stars ich finde aber Stars ist mal so albern, das zu sagen. Die Musiker liefen da rum, der Soundcheck von Lord of the Lost, wo ich echt Vorbehalte hatte und ein bisschen Eurovision Song Contest voreingenommen war, weil ich dachte mir so, boah, also eine Metalband, die beim Eurovision Song Contest spielt, so wie damals Lordi, nehme ich nicht ernst. Und ja, ich muss sagen, das Konzert hat mich von einer anderen Seite von Lord of the Lost überzeugt. Das war sehr cool. Also muss ich echt sagen, mega. Der ganze Abend hat Spaß gemacht. Sogar Saltatio Mortis. Eigentlich, wenn ich Dudelsäcke sehe, laufe ich weit weg. Aber das war wirklich echt ein cooles Konzert. Ich konnte zwar nicht ganz so diese Begeisterung all der Menschen so aufnehmen, die ganzen Songs auch kannten, aber ich habe es trotzdem wirklich gefeiert, wie der Typ auf der Bühne da abgegangen ist. Und es war ein geiler Abend, muss ich echt sagen. Wacken Holy Night war ein Erlebnis dieses Jahr, was wirklich echt weit oben steht bei mir. So an Events, die ich dieses Jahr erlebt habe. Das war wirklich mega cool. So, jetzt habe ich viel gelabert. Jetzt wollen wir Vinyl sehen. The Halo Effect. We Are Shadows, the Cover EP. Ja, sagt schon der Name, es ist eine Cover EP. Ich muss sagen, ich habe noch nicht reingehört, warum auch immer. Das Ding ist einseitig bespielt, die andere Seite hat so ein Etching. Steht gar nicht drauf, aber sieht man, wenn man das Ding auspackt. Ja, die Halo-Effekt, ich finde die Halo-Effekt cool. Ob man jetzt ein Coveralbum schon hätte rausbringen müssen, weiß ich nicht, weil ich bin kein Fan von Coveralben. Es gibt coole Coverversionen immer wieder. Senshi Kiss Me von Kiss, mega. Dann hier Disturbed mit Sound of Silence, eines der geilsten Coverversionen, die je von einem Song gemacht wurden. Also da, ja, es gibt gute Coversongs, aber man muss nicht eine ganze LP oder EP damit machen. Gehen wir weiter zu Scheiben, die ich jetzt so bekommen habe. Und dann gehen wir jetzt natürlich weiter zum Bereich Kiss. Und Kiss habe ich ein paar Highlights. Wir starten mit der hier. Das Ding ist nagelneu, The Very Best of Kiss.
Das Ganze gab es in Holland bei Lidl. Erzielt jetzt schon extreme Preise, hat 14,90 € gekostet. Unter 50 jetzt schon selten zu kriegen, sage ich mal. Mit Glück schafft man's. Das Ding hier habe ich von Discogs. Ich habe irgendwie 40 bezahlt aus Holland. Ist okay für mich gewesen. Ich wollte sie haben, weil es ist irgendwie für mich eine offizielle Pressung. Das Ganze kommt im roten Vinyl. Ich zeige sie euch jetzt mal, weil ich auf die Platte nicht näher eingehe. So sieht das Ganze aus. Sehr cool. Es ist natürlich eine Best-of-Compilation. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn die nicht nochmal veröffentlicht wird, wird das eine teure Best-of-Compilation von KISS, weil sie wirklich schwierig zu kriegen ist. Und ich möchte wetten, dass die Lidl-Märkte auch immer nur maximal 2 oder 3 Exemplare hatten. Das ist eine Mutmaßung. Falls hier ein Holländer ist, der Deutsch spricht, schreibt gerne mal rein, wenn du unterwegs warst bei den Lidl-Märkten und gekauft hast. Ich kann mir nur vorstellen, dass das wirklich schwierig war, da mehrere Exemplare zu bekommen, weil es gab ja auch verschiedene Interpreten. Ja, wo mache ich weiter? Ich glaube, wir starten mit dem Highlight für mich. Der eine oder andere wird jetzt denken, wie sieht denn die aus? Ja, leider muss ich sagen, ich habe sie aus den Staaten. Das ist die KISS Cruise Landlocked in Vegas Platte, die es nur auf diesem Event gab. Ich habe sie aus dem Amiland mir bei eBay gekauft. Da stand drin, dass das Ding hier oben einen Knick hat. Die Platte geht für 250 $ weg im Schnitt. Ich habe sie für 42 $ gekauft, wegen dem Knick, Sofortkaufpreis, plus Shipping, Zoll. Ich war ungefähr bei 80 €. Was für mich völlig okay war, das Ding mit einem Knick zu kriegen. Jetzt sieht der ein oder andere Aufmerksame vielleicht jetzt schon, unten links ist auch ein Knick. Und oben links ist auch ein Knick, weil, und jetzt haltet euch fest, ich habe den Versender gebeten, eine stabile Verpackung zu verwenden. Er hat das über das eBay Shipping, Global Shipping Ding gemacht. Ich weiß nicht, wer die Ware dann verpackt, aber es muss eigentlich der Versender sein. Das Ding kam, und jetzt haltet euch fest, umwickelt von USPS Briefpapier in einem Plastikbeutel. Schutz war gleich 0. Also, dass da solche Macken an die LP und an das Cover, LP Gott sei Dank nicht, an das Cover rankommen, ist irgendwie klar. Ich habe mich ein bisschen geärgert. Im Nachhinein dachte ich mir, hey, für den Preis wird nie irgendjemand diese Platte mehr bekommen. Und deswegen dachte ich mir, egal, die paar Knicke nehme ich hin. Das Ding ist auch im roten Vinyl. Super rar natürlich dadurch, dass nur die Leute, die beim Landlocked Event dabei waren, da drauf sind Do You Love Me in der 2008 KISS Classic Version. Ich habe noch nicht reingehört. Und Juice, auch 2008 KISS Classic Version. Ich muss doch noch mal reinhören, was da überhaupt drauf ist. Ich habe es noch nicht getan. Keine Zeit gehabt. Ja, die habe ich auch leider mit 3 Blessuren mehr, als ich sie eigentlich gekauft habe. Ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, der Preis unschlagbar für diese Scheibe. Also wer das schafft, das Ding noch billiger zu kriegen, Hut ab. Ich glaube, ich habe schon viel Glück gehabt. Dann kommen wir zu den Scheiben, wo der ein oder andere von euch vielleicht schon denkt, warum kauft der Spinner, der nur KISS-Sachen kauft, denn diese Platten nicht? Die ersten sind da. Und zwar Alive 50 Jahre Sonderedition. Das Ganze hier ist die Picture Disc. Da werden wir uns noch am Wochenende oder vielleicht sogar noch in der Woche ein Video zu angucken. Ich packe das jetzt hier nicht aus. Wir gucken uns jetzt nur die Frontseite an. Ich erzähle auch noch nicht viel dazu. Es wird ein extra Video dafür geben, weil ich habe natürlich noch eine. Also, das ist die Picture Disc. Und dann haben wir natürlich auch die Premium White and Gold Cornetto. Es ist auch jetzt ein Trend geworden. Warum heißen die eigentlich immer Cornetto? Ich kenne Cornetto nur als Eis. Also, und Black Splatter ist auch drin. Das Ding auch, ja, natürlich habe ich es mir geholt. Ich werde mir auch die Boxen noch holen und ich bekomme auch noch die Dress to Kill. Aber die Picture Disc ist noch nicht raus und dadurch, dass ich beide zusammen bestellt habe, wird beides erst zusammen versendet und ich bekomme wahrscheinlich im Januar hoffentlich dann die Dress to Kill Scheiben. Das Ding hier seht ihr in einem extra Video mit der anderen. Jetzt, ich habe neulich drüber gesprochen, Record Store Day. Ich habe es doch getan.
Unfinished Business. Die 200. Version, nee, so viele sind es nicht, aber es gibt jetzt glaube ich 3 oder 4. 4, ne? Ja, Liquid Vinyl. Und da gibt es eine besondere Variante bei, steht jetzt hier nicht drauf, von wem das ist. Ich habe es bestellt bei, ich weiß es nicht. Ich komme gar nicht drauf. Es ist irgend so ein besonderer Shop. Es gibt 75 Stück davon. Da gibt es goldenes Liquid Vinyl und pinkes Liquid Vinyl. Und die anderen sind ja dann, glaube ich, auf 3000 Stück limitiert oder so. Die normalen Liquid Vinyl. Die Dinger kosten 89 € mit Porto. Lag ich ungefähr bei, was war denn das? Ja, knapp ein Huni, glaube ich. Ist jetzt kein billiger Spaß. Wir gucken aber trotzdem mal rein. Ich will euch das natürlich nicht vorenthalten. Ich weiß jetzt nicht, wie der Shop heißt. Blackrock Shop? Ich weiß es nicht, egal. Auf jeden Fall schönes Cover. Sehr, sehr schön vom Feeling her. Dann haben wir ein Innencover drin. Es ist kein Poster dabei, wie bei den anderen Scheiben. Da seht ihr das Innencover und die Platte kommt noch in einem besonderen Kunststoffteil hier nochmal eingelegt. Und dann seht ihr da dieses wunderschöne, limitierte pinke Vinyl. Und die ist endlich mal ein bisschen flüssiger als die Arch Enemy Blood Liquid. Da läuft das wenigstens ordentlich rum. Ich kann sie auch noch mal aus der Folie holen, damit wir die Farbe noch besser sehen können. Da seht ihr das. Das Ding ist richtig dick. Und ja, ich musste einfach, ich habe bisher nur eine Liquid Vinyl, das ist jetzt meine zweite und ich konnte einfach nicht dran vorbei, 75 Stück limitiert. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen vielleicht eine Wertsteigerung gesehen. Ich glaube nicht, dass es eine geben wird, aber wenn, dann halt diese limitierte Variante. Ich fand einfach Pink am geilsten irgendwie. Weiß nicht warum, hat mich am meisten angesprochen. Das war's mit Vinyl. Ich packe das Ding noch mal kurz ein. Und dann zeige ich euch noch ein Mega-Highlight, was nichts mit Vinyl zu tun hat, aber hat doch eine Menge mit Vinyl zu tun, aber ist kein Vinyl. Und zwar gibt es ein neues Buch von Kiss in Japan. Die machen immer mal wieder verschiedene Bücher, die sitzen auch wirklich in Japan und da bekommt ihr dann verschiedene Kiss-Bücher immer mal wieder zu verschiedenen Themen. Ist kein billiges Unterfangen, man hat Shipping drauf und die Bücher sind jetzt auch nicht gerade günstig. Aber ich kann oder konnte an diesem Buch hier nicht vorbei, weil der eine oder andere sieht es vielleicht, The Complete Kiss Vinyl Ephemera Guide, Album, Single, Poster, Flyers and more. Das Ding ist wirklich ein Hammer und das kommt nicht nur im Buch, sondern es kommt auch noch das Ding hier. Dieses kleine Heftchen dazu und das Geile an dem Ding ist, das ist eine Checkliste aller Japan-Pressungen, die es gibt. Und das ist mal richtig genial, weil die werde ich mir abfotografieren, ausdrucken und dann werde ich mal gucken, was ich alles schon habe, weil ich habe viele Japan-Pressungen und was mir fehlt. Ich werde demnächst mal ein Video dazu machen, damit ihr mal sehen könnt, wenn ich das abgehakt habe, welche ich alle schon besitze. Wir gucken jetzt aber noch mal in das Buch rein, weil das ist wirklich echt ein Highlight. Start mal vorne ein bisschen, damit ihr, also ich gucke jetzt nicht jede Seite an, aber dass ihr mal so ein bisschen seht, was euch da erwartet. Ist in Englisch, Gott sei Dank. Und ja, da seht ihr es. Die ganzen Pressungen mit Labels, was es so gibt, ist hier abgedruckt. Anscheinend gab es von jeder Pressung auch fast eine Promo. Das finde ich auch echt stark. Also nicht von allen, aber von einer Menge. Und da seht ihr alle Alben aufgelistet mit Label, mit Poster, mit Beilagen. Also was soll man sagen? Das ist echt ein Highlight. Hier auch Best of Kiss, super seltenes Album, habe ich leider auch noch nicht. Ich glaube, ich werde es auch nie besitzen, weil es super teuer ist. Ja, die ganzen Beilagen, da weiß ich dann, was mir noch fehlt bei bestimmten Ausgaben. Hier die Crazy Collection, eine der teuersten Geschichten, wenn man Japan-Pressung sammelt. Ich habe auch noch keine davon. Die sind wirklich richtig teuer und selten. Hier auch nochmal Originals. Die Box besitze ich ja. Dann die rote Originals Box. Sehr, sehr cooles Teil. Hinten sind noch ein paar Promo-Flyer und was weiß ich nicht alles drin. Also das Buch wirklich, ja, ein Highlight.
KISS in Japan müsst ihr mal googeln, dann findet man eigentlich meistens den Shop. Das Ganze ist hier von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von Alain Belisha oder wie auch immer man ihn ausspricht. Cooles Ding. Ich bin mega happy. Ich werde demnächst mal unten anfangen abzuhaken, meine Liste, und gucken, welche ich schon alle habe und welche ich dann noch jagen muss, weil es sind gar nicht so viele. Also Japan-Pressungen kann man wirklich schaffen, komplett zu kriegen, wenn man sich anstrengt. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen auf die Jagd gehen und freue mich da sehr drauf. So, final blende ich noch oder zeige ich noch eine kurze Sache. Flohmarkt. Mein Kumpel ist rumgegangen. Ich habe selber diesmal gar nicht geguckt, oder nur ganz kurz, und hat das hier gefunden. Für 2 € hat er mir die da mitgebracht. KISS Exposed VHS-Kassette. Guter Zustand. Da habe ich gedacht, für 2 € in die Sammlung stellen. Ich habe keinen VHS-Player mehr, aber ich habe die auf DVD. Aber ist irgendwie geil. Ich finde, VHS-Kassetten ist irgendwie Kult in der Sammlung zu haben. Jetzt habe ich Phantom of the Park und KISS Exposed als VHS. Stelle ich mir auf jeden Fall in meinen Sammelkeller. Cooles Ding. Flohmarktfund. Sehr schön. Vielen Dank an meinen Kumpel, dass er mir die mitgebracht hat. Jo, dann bin ich durch für heute. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Klein, ist ganz schön lang geworden, sehe ich gerade. Nach dem Schneiden hoffentlich ein bisschen kürzer. Und ja, schaltet auf jeden Fall zum nächsten Video ein, weil dann werden wir uns die ja live angucken. Und wir werden uns definitiv auch demnächst wieder andere Sachen angucken. Ja, sorry, dass ich momentan ein bisschen die Schlagzahl nach unten geschraubt habe. Es ist halt einfach gerade etwas turbulente Zeit, vor Weihnachten halt, ne? Wie das halt so ist. Man hat halt Sachen um die Ohren. Wacken war ja auch so ein bisschen ungeplant, das kam plötzlich daher und war sehr cool auf jeden Fall. Das war aber auch so ein bisschen ungeplant und hat natürlich Zeit in Anspruch genommen. Und jo, jetzt höre ich auf zu labern. Lasst einen Daumen, ein Abo, einen Kommentar da. Keep on rockin'. Tschüss.